Ohne weitere Unterstützung der USA droht der Ukraine nach Einschätzung ihres Präsidenten Selenskyj eine Niederlage gegen Russland. Sein Land müsse jedoch die Entscheidungen der Amerikaner abwarten. Das sagte Selenskyj mit Blick auf den im Januar bevorstehenden Einzug von Donald Trump ins Weiße Haus. Selenskyj zeigte sich trotzdem hoffnungsvoll, dass der Republikaner den russischen Präsidenten Putin überzeugen könnte, den Krieg zu beenden. Der amtierende Präsident Joe Biden hat nach der Freigabe des Einsatzes von weitreichenden Waffen gegen Ziele in Russland nun auch die Lieferung von Antipersonenminen an die Ukraine genehmigt, den russischen Vormarsch im Osten doch noch zu verlangsamen. Damit nach Kiew zu unserem Korrespondenten Christoph Wanner. Christoph, guten Morgen. Nun kam ziemlich frisch die Information, dass die US-Botschaft in Kiew aus Sorge vor Luftangriffen, die es heute geben soll, geschlossen worden ist. Was weißt du darüber? Ich denke, dass die USA einfach befürchten, dass die Russen zu einem massiven Gegenschlag ausholen könnten auf Kiew. Gestern wurden das erste Mal russische Gebiete angegriffen mit amerikanischen ballistischen Kurzstreckenraketen vom Typ ATACMS. Und zwar das Ganze in Bryansk durch die ukrainischen Streitkräfte. Da wurde ein Munitionsdepot der russischen Armee attackiert. Gibt es unterschiedliche Angaben, entweder mit 6 oder mit 8 ATACMS. Die Russen behaupten, sie hätten 5 abgeschossen. Die Amerikaner sagen, nein, nur 2. Und es ist gut möglich, dass jetzt ein Gegenschlag kommt. Vergeltung der russischen Streitkräfte, massiver Schlag auf Kiew, eventuell auch auf Entscheidungszentren. Das haben die Russen bisher noch nicht gemacht. Das könnte kommen. Und die Amerikaner scheinen Informationen gekriegt zu haben, dass heute Kiew schwer attackiert werden könnte. Ob dem allem so ist, ob die Russen wirklich angreifen, weiß natürlich niemand.